Gehörst du auch zu denen, die bestimmte Dinge besser verstehen, wenn man sie mal an einem konkreten Beispiel betrachtet? Hast du vielleicht nicht immer die richtige Formel zur Hand, wenn du sie brauchst, oder möchtest du einfach bei dem einen oder anderen Problem etwas mitknobeln? Dann solltest du dir die neue Playlist, die ich heute beginne, schon mal vormerken. Und alle die, die das für die Schule brauchen, sollten sowieso dranbleiben. Hallo und wieder mal herzlich willkommen. Ich sehe den Kanal und die dazugehörige Homepage als eine Art Nachschlagewerk. Dazu gehört auch eine Formelsammlung. Das Problem mit den bisherigen Rechnungen ist, dass sie in längeren Videos versteckt und deshalb nicht so einfach auffindbar sind. Darum will ich in einer neuen Rubrik die Themen nochmal einzeln in kürzeren Videos aufnehmen, verbunden mit der einen oder anderen Übungsaufgabe, wo jeder überprüfen kann, ob er die Zusammenhänge wirklich verstanden hat. Das wird also eine Playlist hauptsächlich für Einsteiger oder alle, die im Laufe der Zeit wieder einiges vergessen haben. Einige stehen ja mit der Mathematik auf Kriegsfuß oder halten Berechnungen für überflüssig. Das muss jeder selbst wissen. Ich weiß aber auch, dass sich viele die Videos ansehen, weil sie das Thema für die Ausbildung brauchen. Es ist wie mit allen anderen Videos auch. Es sind Angebote, wo jeder selbst entscheiden kann, ob er sie annimmt. Apropos Ausbildung. Es hilft wenig, sich Formeln einzutrichtern, wenn man sie nicht richtig anwenden kann. Besser ist es, die Zusammenhänge zu verstehen, dann kann man sich vieles herleiten und muss weniger auswendig lernen. Wir werden uns hier auf den technischen Ansatz konzentrieren und die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen. Das mathematische Handwerkszeug werde ich weitestgehend voraussetzen. Wer da Schwierigkeiten oder Nachholbedarf hat, der kann bei diversen Mathekanälen üben, zum Beispiel bei Lehrer Schmidt oder, wenn es auch etwas höhere Mathematik sein darf, bei der Susanne von Mathematrik. Für die, die sie noch nicht kennen, verlinke ich die Kanäle in der Videobeschreibung. Das heutige Einführungsvideo ist allerdings eine kleine Ausnahme. Ich musste oft feststellen, dass viele bei einer ganz grundlegenden Sache Schwierigkeiten haben, nämlich wie man eine Formel richtig umstellt. Man kennt den Ansatz und weiß, wo man hin will, weiß aber nicht, wie man dahin kommt. Besonders gerne werden Fehler gemacht, wenn es um Brüche geht, und das kommt hier ständig vor. Darum will ich heute nur ein paar grundsätzliche Dinge dazu sagen, anhand von zwei einfachen Beispielen, natürlich aus dem Bereich der Elektrotechnik. Als kleine Lockerungsübung am Anfang werden wir uns mal das Ohmsche Gesetz aus ganz einfachen Überlegungen herleiten. Am besten kann man sich den Zusammenhang zwischen den drei Grundgrößen vorstellen, wenn man sich überlegt, wie die Stromstärke von den beiden anderen Größen abhängt. Ein Strom fließt aufgrund einer Ladungsdifferenz und die entspricht der elektrischen Spannung. Eine höhere Spannung erzeugt einen höheren Ladungsdruck und analog zur Wasserleitung erzeugt ein höherer Druck auch einen höheren Strom. Das heißt, der Strom ändert sich proportional zur Spannung. Der elektrische Widerstand tritt als Strombremse auf. Das bedeutet, mit steigendem Widerstand des Leiters wird der Strom geringer. Der Strom verhält sich also umgekehrt proportional zum Widerstand und das schreibt man I ist proportional 1 durch R. Wie wird daraus jetzt eine Gleichung? Die gefundenen Abhängigkeiten werden miteinander multipliziert. Jetzt kann man aber nicht einfach ein Gleichheitszeichen dazwischen schreiben, denn eventuell kommt noch ein konstanter Proportionalitätsfaktor dazu. Ich nenne den mal P. In unserem Fall sind die Einheiten der drei Größen aber so festgelegt worden, dass bei einer Spannung von 1 Volt an einem Widerstand von 1 Ohm ein Strom von 1 Ampere fließt. Wenn wir mit den Einheiten rechnen, ist unser Proportionalitätsfaktor gleich 1. Damit haben wir unser Ohmsches Gesetz aus Sicht des Stromes. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn R oder U berechnet werden sollen? Also wie stellt man die Gleichung um? Man kann mit einer Gleichung so ziemlich alles machen. Damit es aber eine Gleichung bleibt, müssen beide Seiten der Gleichung auch gleich behandelt werden. Ein Beispiel. Jeder wird wohl zustimmen, dass die Gleichung 3 gleich 3 richtig ist. Jetzt addieren wir beispielsweise die Gleichung mit der Zahl 2. Dann steht jetzt links 3 plus 2 und auch zur rechten Seite muss die 2 addiert werden. Ausgerechnet heißt die Gleichung jetzt 5 ist gleich 5, was immer noch richtig ist. Zurück zum Ohmschen Gesetz. Beim Umstellen führen oft mehrere Wege zum Ziel. Das Ergebnis sollte natürlich das gleiche sein. Wir wollen zuerst nach R umstellen. Mit anderen Worten, wir wollen R alleine auf einer Seite der Gleichung stehen haben. Dabei stört uns jetzt das U. Wie bekommen wir das weg? Wir können die Gleichung durch U teilen. Dann steht jetzt links I durch U. Auf der rechten Seite kürzt sich U weg und übrig bleibt eine 1. Wir wollen aber R wissen und nicht 1 durch R. Und deshalb stört uns, dass R im Nenner steht. Um das zu ändern, bilden wir den Kehrwert der Gleichung.
und wir kommen auf R gleich U durch I. Aber Vorsicht! Das funktioniert nur, wenn wir es mit einzelnen Brüchen auf beiden Seiten der Gleichung zu tun haben. Möglich wäre auch ein Produkt aus zwei Brüchen, da man die dann zu einem Bruch zusammenfassen kann. Bei einer Summe oder Differenz von zwei Brüchen können nicht einfach Zähler und Nenner getauscht werden. Wir hätten das Problem aber auch umgehen können, wenn wir die Umstellung anders angefangen hätten. Hier also die zweite Version. Als erstes bringen wir mal R aus dem Nenner heraus, indem wir die Gleichung mit R multiplizieren. So ganz nebenbei haben wir jetzt die dritte Schreibweise des Ohmschen Gesetzes nach U umgestellt bekommen. I mal R ist gleich U. Beim Umstellen nach R muss jetzt I auf der linken Seite verschwinden. Wenn die Gleichung durch I geteilt wird, kürzt es sich links weg. Und wir bekommen das gleiche Ergebnis wie vorhin. R ist gleich U durch I. Beim zweiten Beispiel werden wir nochmal das Rechnen mit Brüchen üben. Bei der Parallelschaltung von zwei Leitern addieren sich die Leitwerte. Wir rechnen aber meist mit den Widerständen und das sind die Kehrwerte daraus. Die Aufgabe ist, die Formel für zwei parallel geschaltete Widerstände nach R gesamt umzustellen. Wer will, kann das Video jetzt anhalten und das erstmal selbst versuchen. Einfach den Kehrwert bilden geht jetzt hier natürlich nicht. Zuerst müssen die beiden Brüche auf der rechten Seite zusammengefasst werden und hier werden oft Fehler gemacht. Würde hier ein Malzeichen stehen, könnte man einfach die beiden Zähler und Nenner miteinander multiplizieren. Addieren kann man sie nicht so einfach und das sehen wir uns mal an Zahlenbeispielen an. 1/2 plus 1/4. Die Brüche sind nicht gleichnamig und deshalb wäre ein Zusammenzählen das gleiche, als würde man Äpfel mit Birnen addieren. Um auf den gleichen Nenner zu kommen, könnte der erste Bruch erweitert werden. Das bedeutet, Zähler und Nenner müssen mit dem gleichen Faktor multipliziert werden. Bei der Multiplikation mit 2 würde aus der 2 im Nenner eine 4 werden. Und im Zähler bleibt 1 mal 2 gleich 2. Dass 2/4 genauso viel sind wie 1/2 dürfte klar sein. Wir haben also die Zahl durch das Erweitern nicht verändert. Gleichnamige Brüche können jetzt aber zusammengezählt werden, indem man die Zähler addiert. 2/4 plus 1/4 sind gleich 3/4. Noch ein Beispiel. 1/3 plus 1/4. Hier reicht es nicht einfach, einen Bruch zu erweitern. Man muss schon etwas mehr nachdenken, wie man die Brüche auf den gleichen Nenner bringt. Mit etwas Überlegung könnte man auf den Nenner 12 kommen. Der erste Bruch muss dazu mit 4, der zweite Bruch mit 3 erweitert werden. Und so kommt man auf 4/12 plus 3/12 gleich 7/12. Bei unserer Aufgabe haben wir aber das Problem, dass im Nenner Variablen stehen, die beliebige Werte annehmen können. Es ist also nicht möglich, einen gemeinsamen Nenner zu erraten. Wir brauchen eine allgemeingültige Regel und die ergibt sich aus dem letzten Beispiel. Die 12 ist das Produkt aus 3 und 4. Und wenn man mal überlegt, dann ist das Produkt aus zwei Nennern immer ein gemeinsames Vielfaches. Denn beide Faktoren stecken ja drin. Das muss nicht immer das kleinste gemeinsame Vielfache sein, aber darauf kommt es nicht an. Wir müssen nur irgendeinen gemeinsamen Nenner finden, um die Brüche addieren zu können. Für unsere Aufgabe bedeutet das, dass R1 mal R2 auf jeden Fall ein gemeinsamer Nenner ist. Der erste Bruch wird mit R2 und der zweite mit R1 erweitert. Die Zähler werden addiert und es kann wieder der Kehrwert gebildet werden. Das Ergebnis lautet also, R Gesamt ist gleich R1 mal R2 durch R1 plus R2. Natürlich kann man auch die Formel auswendig lernen. Aber wenn man sie mal hergeleitet hat, kann man sie sich vielleicht besser merken. Wie gesagt, in Zukunft geht es mehr um konkrete Fragestellungen und weniger um die Mathematik dahinter. Keine Sorge, bei den ersten Aufgaben werden wir ganz einfach beginnen. Ich bin mal gespannt auf die Reaktion.